Hallo liebe Hundefreunde, willkommen zurück bei Kurz und Bündig. Heute soll es um Vektorkrankheiten und Endoparasiten gehen, also um Borreliose, Anaplasmose und andere Infektionskrankheiten, die von Vektoren übertragen werden. Vektoren sind vor allen Dingen Zecken, aber auch Mücken, und sie heißen Vektoren, weil sie selber nicht erkranken, aber die Krankheit übertragen. Was kann man dagegen tun? Heute möchte ich euch einiges an Basiswissen vermitteln, das wir in 25 Jahren Hundeaktivität erlernt haben. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich euch in die Größe der Problematik einführen. Das Problem ist mega, wie man heute so schön sagt. In meinen Freundeskreisen, sei es im Wald, am See oder in den diversen Sportgruppen, ist jeweils in jeder Gruppe ein Hund an einer dieser Erkrankungen gestorben. Das sind sehr viele. Und die Besitzer, Herrchen und Frauchen, waren umsorgend und haben sich immer um ihren Hund gekümmert. Diese Krankheiten sind also da, sie sind schlimm, der Hund leidet und stirbt qualvoll. Häufig werden sie unterschätzt. Und ich möchte euch deshalb einige Schritte erklären, wie man sie vermeiden und gegebenenfalls behandeln kann. Basis von allem ist die Vermeidung und Abwehr von Zecken. Was nicht beißt, kann keinen Schaden anrichten. Aber selbst wenn eine Zecke gebissen hat, gibt es noch eine gute Chance. Bei Anaplasmose dauert es 24 Stunden, bis die Erreger übertragen werden. Bei der Borreliose sind es bis zu 48 Stunden. Zecken lauern primär in hohem Gras und niedrigem Gebüsch. Wenn der Hund also primär auf Wegen, auf der Straße oder in geschnittenem Gras läuft, besteht kaum Gefahr. Aber auch dann sollte man nach dem entsprechenden Sportteil den Hund gründlich untersuchen und bürsten, wie wir euch im nächsten Teil zeigen werden. Zecken setzen sich gerne an gut durchbluteten Hautpartien fest und verstecken sich in dunklem Fell und anderen nicht leicht einsichtigen Körperstellen. Also dort besonders gut nachschauen. Dort hat sich eine Zecke festgebissen, sollte man sie umgehend entfernen. Dies geschieht am besten durch gleichmäßiges, nicht ruckartiges Ziehen. Kein Drehen und bitte auch kein Öl oder andere chemische Hilfsmittel. Wir benutzen meistens die Fingernägel dazu bei größeren Zecken. Für kleine Zecken, sogenannte Nymphen, gibt es auch spezielle Zangen, die einen V-förmigen Schlitz haben, wo der Körper der Zecke eben gut gepackt werden kann. Und danach, sehr wichtig, nicht vergessen, die Zecke effektiv vernichten. Ich verbrenne sie ganz gerne, dann sind sie endgültig weg. Letzter Schritt ist die Desinfektion der behandelten Stelle. Wir nehmen hierzu Octenisept. Es ist sehr wirksam und brennt nicht auf der Haut. Benutze ich für mich selber auch. Rechts neben dem Thermometer ist noch ein Testkit für Borrelien zu sehen. Hat die Zecke Blut gesaugt und es besteht Grund zu der Annahme, dass sie infiziert ist, kann man dies mit diesem Kit überprüfen. Dann darf man die Zecke natürlich nicht vorher verbrennen. Bei hohem Zeckenaufkommen, mit starkem Endoparasitenbefall, insbesondere mit viel Outdoor-Aktivität, reichen diese Maßnahmen nicht mehr aus. Man muss chemische Mittel dazuziehen, um den Hund effektiv zu schützen. Hierüber wird im Internet manchmal mit religiösem Eifer gestritten. Aber das ist vollkommen unnötig. Man muss die Behandlung einfach dem Risiko, dem der Hund ausgesetzt ist, anpassen. Aber woher wissen wir, wo ein besonderes Risiko besteht? In unseren Breiten ist bis auf den Winter eigentlich immer eine Gefahr durch Zecken gegeben. Und auch im Winter bei Temperaturen über 7 Grad fühlen sich Zecken wohl. Und diese Mistviecher,
Die Vektoren und ihre Endoparasiten breiten sich immer weiter aus. Die Auwaldzecke ist in Deutschland wie ein Mosaik über viele Regionen vertreten. Sie ist ein Überträger der Babesiose bei Hunden. Und die sogenannten Mittelmeererkrankungen sind schon längst nicht mehr auf den Mittelmeerraum beschränkt. Leishmaniose und andere Erkrankungen aus diesem Formenkreis werden durch adoptierte Hunde hierhin gebracht oder aber man hat sich selber die Krankheit eingefangen auf einem Mittelmeerurlaub. Diese Viecher sind also überall da. Und wir gehen davon aus, dass wir mit Ausnahme des Winters schützen müssen. Nun zu den möglichen Schutzmaßnahmen. Es gibt zwei grundsätzliche Typen von Präparaten. Zum einen solche, die äußerlich aufgetragen werden, also über Spot-ons oder über Halsbänder, und solche, die als Tabletten verabreicht werden. Die Spot-ons und die Halsbänder enthalten zwei Präparate, die sowohl ein Repellent enthalten, also Zecken und Mücken abschrecken, aber auch ein Akarizid und Insektizid wirkendes Präparat. Das heißt, es werden sowohl Mücken wie Zecken getötet. Wir benutzen gerne die Spot-ons. Sie werden auf den Rücken an 3 bis 4 Stellen aufgetragen. Das Fell wird geteilt und jeweils eine kleine Menge wird aufgetupft. Danach ist 2 Tage das Wasser zu meiden. Die Tabletten kommen in 2 Dosierungen. Ein Typ, der einmal im Monat gegeben werden muss und eine Tablette, die alle 3 Monate, also einmal im Quartal, verabreicht wird. Die meisten bevorzugen die Monatsgabe, weil hier die Wirkstoffspiegel stärker geglättet sind gegenüber der Boluswirkung, die das 3-Monats-Präparat hat. Wir bevorzugen die Spot-ons gegenüber den Tabletten aus 2 Gründen. Zum einen wegen der besagten Repellentwirkung zusätzlich zu der Abtötung von Zecken. Zum anderen auch, weil wir erstmal ein kleines Tröpfchen auftragen können auf die Rückenhaut, um zu schauen, wie das Präparat vertragen wird, bevor man eine größere und die komplette Menge aufträgt. Mit diesen beiden Bausteinen ist man in unseren Regionen für den Normalgebrauch ganz gut geschützt. Es gibt allerdings Impfungen, sowohl gegen die Borreliose als auch gegen die Leishmaniose, die man zur Anwendung bringen sollte, wenn das Risiko noch höher ist. Zum Beispiel in den Hochrisikogebieten im Südosten Europas oder wenn man extrem viel mit dem Hund im Wald zum Beispiel jagdlich unterwegs ist. Nun kann es trotz aller Vorsicht passieren, dass sich unser Hund eine Infektion mit Endoparasiten einfängt. Wie erkennen wir dies? Das ist nicht einfach, weil der Biss der Zecke eventuell schon längere Zeit zurückliegen kann. Der Zusammenhang zu den Symptomen ist da nicht klar. Aus dem Grunde empfiehlt es sich zum Beispiel, einen Zeckenbiss niederzuschreiben und eventuell auch parat zu haben, um es den behandelnden Ärzten zu berichten. Symptome, die uns Sorgen machen sollten, ist alles, was über einem Tag hinaus nicht dem Verhalten des Hundes entspricht. Also Mattigkeit und Apathie, Fressverweigerung, Anomalien im Gangbild, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund aufgrund eines Fehltrittes gibt. Fieber, wobei Fieber bei dem Hund erst ab 40 Grad beginnt. Dies sind alles Warnsignale, auf die wir schauen sollen. Ein extremes Warnsignal sind Blutungen aus Mund oder Nase, sowie auch blasses Zahnfleisch, Erbrechen oder Krämpfe. In diesem Fall ist Eile angesagt, ihr solltet unbedingt eine Tierklinik aufsuchen. Dort wird dann aufgrund der Symptomatik zusammen mit dem bestellten Blutbild eine Diagnose erstellt. Ist die Diagnose erfolgt, setzt die Behandlung ein. Dazu werden 1 bis mehrere Antibiotika verabreicht über einen längeren Zeitraum. Die genaue Art soll hier nicht Thema sein, vielleicht später einmal in einem Beitrag. Vielleicht nur der Hinweis, wie bei allen Antibiotika, die Behandlung auf jeden Fall bis zum Ende durchführen, nicht vorher abbrechen, weil man meint, es ging dem Hund ja schon besser. Hallo liebe Hundefreunde, dies soll es als Basis für heute gewesen sein.
Wir hoffen, es war etwas Interessantes für euch dabei. Über Neuigkeiten werden wir euch gerne informieren. Ganz besonders hoffen wir aber, dass ihr Zecken und ihre Parasiten vermeiden könnt. Mein Partner Aiden und ich sagen Danke fürs Zuschauen. Es sind am Ende mehr als die bei kurz und bündig üblichen 5 Minuten geworden. Aber Aiden meint, es wäre ja ein wichtiges Thema. Er hat es durchgewunken. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.